Heute habe ich einen Gast, auf den ich wirklich sehr lange gewartet habe, und zwar Dominik Scherrer. Freue mich. Wir machen heute dein Lieblingsgericht. Eines meiner Lieblingsgerichte, nämlich einfach ein grilliertes Huhn. Aber wir machen das nicht ganz zusammen, sondern Spatchcock. Das heißt, wie heißt das? Ein flaches Huhn auf Deutsch. Ein flaches Huhn. Grilliert sich einfach schöner, gleichmäßiger und schneller und knuspriger. Einfach eigentlich viel ist gut. Ja, vielleicht der nach unten sieht perfekt aus. Heute ist Luxustag. Jetzt haben wir ja eine Marinade und die soll eigentlich dann mindestens vielleicht 3 Stunden bis 24 Stunden soll das Huhn dann mariniert werden, und zwar in einer Joghurt-Marinade. Und ich kenne das eben vor allem eigentlich von diesen, ich wohne ja in London, in einer Gegend, da hat es viele indische Restaurants. In welcher Gegend wohnst du? Das ist so, ich wohne eher im Osten, also mein Studio ist eigentlich an einer Straße, die ist berühmt, die heißt Brick Lane, und dort hat es viele indische Restaurants, und dann, das kennt ihr bestimmt auch, so Tandoori Chicken und Tandoori Lamb. Die marinieren eigentlich alles so in einer Joghurt-Marinade, aber natürlich mit indischen Gewürzen. Aber das wird alles immer sehr schön zart und aromatisch. Dominik ist nämlich Filmkomponist. Genau. Und da kann er uns vielleicht auch noch ein paar Sachen verraten. Ein paar Tricks. Kniffe. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Marinade. Okay. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Rosmarin hier, und da haben wir jetzt richtig viel, das ist toll. Und jetzt machen wir aber noch ein bisschen Zesten, oder wie heißt das auf Deutsch? Ja, Zesten. Wie heißt es auf Englisch? Ja, Zest. Ja. Lemon Zest. Zest. Lemon Zest. Okay. Und weil der wird ja dann noch ein bisschen so schön karamellisiert auf dem Grill. Aha, ja. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Zitronensaft, weil eben das hat eigentlich auch den Effekt, das Fleisch so ein bisschen zarter zu machen. Also ähnlich wie das Joghurt eigentlich. Und, aber wir brauchen jetzt da nicht Tonnen. Eine Zitrone wird eigentlich genügen. Zitronenzesten erstmal. Wir brauchen dann noch ganz wenig vom Saft auch. Das nehmen wir da. Wir haben ja ein großes Huhn. Und ist das dann ein indisches Rezept? Wie Tandoori Chicken? Nein, oder? Eben jetzt. Heute machen wir so eine europäische, sommerliche Version von dem. Also quasi ohne die indischen Gewürze, dafür eben mit Rosmarin und Zitrone und ein bisschen Knoblauch. Und für so einen wunderbaren Sommertag wie heute ist das eigentlich perfekt dann. Und irgendwie auch noch frisch und gut irgendwie. Und jetzt... Genau, wir befinden uns nämlich gerade in Lugano in der Schweiz, im Tessin. Das ist so der südlichste Zipfel der Schweiz. Was brauchen wir jetzt, Dominik? Ja, jetzt haben wir da mal die Zitronen gezestet und ein bisschen gehackt. Und jetzt kommt eben unser schöner Rosmarin dazu. Jetzt tun wir noch ein bisschen Knoblauch rein. Und ich brauche aber nicht allzu viel jetzt. Früher habe ich mehr gebraucht, aber das klebt ja dann auf der Haut, oder? Und das heißt, der wird ja dann ein bisschen bitter. Ja. Und das ist jetzt tun wir einfach so ein paar Zehen rein, um das Fleisch ein bisschen zu aromatisieren. Man könnte das Rezept auch im Winter machen? Im Ofen? Absolut. Und manchmal mache ich dann das so ein bisschen orientalische. Eigentlich im Winter und tue vielleicht noch Kümmel dazu. Und, aber im Ofen funktioniert das perfekt. Also ich mache das vor allem im Ofen, weil ich wohne ja in England und da haben wir nicht so Wetter jetzt wie hier. Also manchmal schon, aber nicht immer. Das heißt,
Das ist mehr so ein sehr guter Winterschmaus. Auch, ja. Wie lange lebst du eigentlich schon in London, Dominik? Ja, es ist mir fast peinlich zu sagen, aber ich wohne schon 37 Jahre in London. Ja, da sieht man auch, wie alt dass ich eigentlich bin. Ja. Ja, ich bin jetzt eigentlich so also schon auch britisch geworden und so. Aber ich bin auch Schweizer natürlich. Ja. Genau, und dann bist du sozusagen mit dem Studium nach London gegangen? Genau, ich bin nach London gekommen, um eigentlich Film zu studieren. Ja. Weil ich habe auch schon in der Schweiz als Teenager eigentlich schon Filme gemacht. Ah, echt? Ich wollte das unbedingt studieren und ging dann nach London und Filme machen, studieren und war aber auch gleichzeitig Musiker und habe dann eigentlich viel Filmmusik geschrieben für meine Mitstudenten und auch meine eigenen Filme natürlich. Ja. Und dann hat sich das eigentlich einfach so weiter fortgesetzt. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich einfach vor allem Filmkomponist, also für Film und Fernsehen und also so Netflix und BBC und so. Das macht Spaß. Tu mir da noch ein bisschen Senf rein. Ja. Jetzt haben wir noch einen Saft der halben Zitrone. Das macht dann da noch. Okay, jetzt tun wir da. Ich will mal. Ja. So, das reicht. Ich habe fast das Gefühl, dass vielleicht habe ich da noch einen anderen Löffel. Okay. Jetzt sehen wir mal, wie das ausschaut. Aber das sieht jetzt richtig schön aus, noch mit dem Gelb der Zitrone. Sieht super aus. Und jetzt ist dann bald mal Zeit, das Huhn aus dem Kühlschrank holen. Okay. Jetzt haben wir hier das Huhn und das haben wir heute aufschneiden lassen vom Schlachter. Man kann es auch selber trennen. Ja, das geht auch. Oder normalerweise ist das so zusammen hier und dann schneidet man einfach hier durch. Er hat jetzt, da ist ja so wie ein Knochen hier und den haben sie ja jetzt rausgenommen, aber der kann auch auf der einen Seite liegen bleiben. Ach, und man muss einfach ein scharfes Messer und das in der Mitte, also dort, wo die Brust ist, das auseinanderschneiden. Oder? Okay. Ja, da haben wir jetzt ein schön großes, natürliches Huhn. Und ich schaue mal auch noch, manchmal muss man noch ein bisschen brutal die Knochen brechen. Einfach, dass das richtig schön, ja ich weiß, es klingt jetzt nicht so toll, aber einfach, dass das so dann schön flach auf dem Grill oder auf dem Blech liegt. Jetzt wird es beidseitig mariniert. Wir haben da übrigens, wollte ich noch sagen, Joghurt. Haben wir jetzt einfach so italienisches Bianco Naturale, einfach weißes, wie sagt man? Naturjoghurt. Naturjoghurt. 3, also genau, ungefähr aber ich mache das 3,5, normalerweise auch mit griechischem, das so fettig ist. Das funktioniert eigentlich alles. Und so, und jetzt muss einfach das alles schön eingestrichen werden. Okay, ja, und was ich auch, genau, wie wir jetzt machen, wieder in das Metzger-Papier einwickeln und noch doppelt irgendwie schließen, vielleicht noch in eine Tüte rein. Okay, so? Ja, weil, genau, das ist besser. Aha, ja gut, machen wir so. Zack, schön fest. So. Und das kommt jetzt, zack, so in den Kühlschrank. Kann nichts auslaufen. Super. Okay, dann sehen wir uns später. Hallo Chicken! Hallo Chicken! Baby. Also, wie lange haben wir es jetzt ungefähr marinieren lassen? Ja, das war jetzt etwa 3 Stunden, aber man kann das auch 24 Stunden. Okay. Und jetzt sieht man, oder gestern, das war ja noch alles völlig voll Joghurt und jetzt, das ist jetzt schon Teil ein bisschen rein, hat sich so in das Fleisch eingearbeitet. Oder? Und das dauert jetzt ungefähr wie lange, Dominik? Normalerweise, so bei einer Normalgröße Huhn, würde ich sagen, eben so 35, 40 Minuten genügt. Jetzt haben wir einfach einen riesen Huhn und ich würde sagen, zur Sicherheit so vielleicht eine Stunde, 55 Minuten. Alles klar. Das ist ja eben der Vorteil von diesem Spatchcock, dass es einfach viel schneller geht. Und das heißt, es wird alles viel gleichmäßiger gekocht.
die Brust trocknet dann nicht so aus. Vor 3 Stunden haben wir es ja noch nicht gesalzen. Genau. Damit es nicht zu mürbe wird, ne? Salz Ja, entzieht da hatte ich einfach Bedenken, aber ja. Ja, cool, dann machen wir es. Und ich glaube jetzt, wenn das Salz eben so oben liegt, dann macht das wie die Haut dann noch knuspriger. Zusammen mit dem Joghurt. Oder? Und dann können wir ja auch noch ein bisschen Öl drauf tun. Also schon Ja, mutig sein. Super. Und noch ein bisschen einölen? Ja. Ich glaube, es wird dann einfach noch ein bisschen knuspriger. Wie jetzt Jamie Oliver das macht. Ja, genau so. Super. Deine Filmmusik, machst du das zu Hause in deinem Studio oder Ja, gibt es da Etappen? Ja, ich mache so im Studio, zu Hause Ja. schreibe ich erstmal so ein bisschen die Themen und da habe ich so ein kleines Heimstudio. Und dann am Schluss nehmen wir das Teil auf, manchmal kleine Sachen bei mir im Studio, größere Sachen in anderen Studios, zum Beispiel Abbey Road Studios in London, berühmt, weil die Beatles dort ja. aufgenommen haben. Oder manchmal Just make sure, please, our mobile phones are off. Yeah, Boat Story, it's a sort of comedy thriller. So it's some parts of it are really violent and then oder manchmal mache ich das auch im Ausland, zum Beispiel in Thailand oder in Athen oder in Südafrika. Ah, da wo die Filmmusik auch, also wo auch Teil. gefilmt wird. Ne? Zum Teil oder zum Teil gehe ich auch nach Budapest oder Prag oder so. Problem beim Filmmusik machen oder überhaupt, wenn man Musiker ist, man kann ja nicht Musik hören beim Arbeiten, weil man ja selber Musik macht. Das heißt, ich höre eigentlich Musik beim Kochen. Aha. Und darum mache ich eigentlich noch gerne so einen Samstagnachmittag, wo ich einfach am Kochen bin und dann höre ich eben Musik. Okay. Und darum gefällt mir Kochen eben auch, vor allem eben, weil ich auch Musik hören kann dazu. Und da kannst du es auch viel besser genießen. Natürlich. Ja. Ah. Und was ist so dein Favorite gerade? Hast du... Du, ich höre noch viel so klassische Musik, von modernen, ich habe jetzt auch wieder Richard Strauss und solche Sachen gehört. Hast du eine Spotify-Liste? Und dann habe ich auch, Die können wir ja unten reinsetzen. Oh, meine, ja. Können Also wir schon. müssen wir- Stimmt. Also es gibt sogar eine und auch auf Amazon, das sind so meine, das gibt's. Ja, Okay, wenn sich können wir, wer interessiert, könnt ihr das vielleicht auch mal beim Kochen hören, was der Dominik beim Kochen hört. Minuten, Ja, oder so, dann mache ich jetzt mal 18:49. 40 Minuten Dann ist Timer. es vielleicht- Genau, ich glaube, das ist Ja. jetzt bereit. Wow. Wie sieht's aus? Sieht richtig gut aus. Jetzt haben wir das auch mal noch zweimal gedreht, Ja. natürlich, dazwischen. Und jetzt sieht das eigentlich super aus. Sieht fantastisch aus. Was isst du jetzt immer so als Beilage? Was würdest du allen empfehlen? Einfach ein bisschen Salat und Kartoffeln oder so. perfekt. Aber viel braucht es nicht. Nö. Das wird einfach worden. Soll ich wieder aufmachen? Wie Glas. Ich hab das Sehr gut.